amüsante Reise über 32 Seen der Mecklenburgische Kleinseenplatte. Die Mecklenburgische Kleinseenplatte war bis dahin weißer Fleck auf unserer Wanderkarte. Wir beschlossen, diesen zu beseitigen und suchten im Netz eine mehrtägige Runde, um möglichst viel zu erleben, aber Runden ergaben sich nicht. Und unsere Wahl fiel auf eine Tour quer durch die Seenplatte, von Feldberg zu Müritz. Ein Kanuverleiher bei Miro war nicht besonders glücklich, uns mit unserem eigenen Boot zum Start nach Feldberg zu transportieren, jedoch tat es. Allerdings ohne Vorschläge und Tipps zu der Tour, egal wie wir ihn ausfragten. Mit einem Fallboot wäre es aber sehr hilfreich, zu wissen, dass es von uns ausgesuchte Tor stellenweise für ein langes Faltboot unpassierbar oder schlicht nicht zu empfehlen wäre. Das Tor genaue Beschreibung mit Tagesetappen und Vorschlägen zur Übernachtung finden Sie unten in Beschreibung unter Video. Schon am ersten Tag kamen wir an unsere Grenzen, umtragen bei einem schwer beladenen Bootes. Die Erstbach, märchenhaft schön, aber reichlich eng für 5,50 Meter langes Boot und Gegenverkehr. Ab Umtragestelle Treideln, Pegel nur 10 Zentimeter und Gepäck auf die Schulter geladen, um Bootshautreibung zu verringern. Dieser Abschnitt ist leichter mit einem Kunststoffboot zu befahren. Traumhafte Übernachtung auf dem Zeltplatz Kobelzer Mühle söhnte uns doch mit diesem Tag aus. Ab dort zu empfehlen Transportservice bis Biwakplatz Fegefeuer, da der Bach zugefallen mit Baumstämme ist und Abschnitt nicht passierbar, egal bei welchem Pegel, und wird auch nicht geräumt. Anschließend sollte Fahrt möglich sein. Es stimmte so nicht. Nach kurzer Zeit tauchte Schild auf, dass Umtragen empfohlen ist, doch leider so spät, dass Anhalten des Bootes bei Strömung nicht mehr möglich war. Treideln und Ziehen waren gesagt. Und das in Abwechslung mit tiefen und untiefen Passagen. Auch Kurven und Strömung machten uns zu schaffen, das schwer beladene Boot zu steuern. Mühsam haben wir das See erreicht und kamen ins Fahrt. Selbstbedienerschleuse und schöner Campingplatz. Nächste Tage gingen nach Plan auf und brachte Genuss und Entspannung. Wir gingen nach Wasserkarten und einer App Outdoor-aktiv, um unsere Position zu bestimmen, auch die Einfahrten in nächste See zu finden oder Kanal. Auf der Wasserstraßen gab es Bojen, das Durchfahrt markierten und weißen Rauten am Einfahrten. Durchfahrt durch Schwanhavel war zauberhaft, aber eng, so dass Paddeln nur als Stechpaddel genutzt werden konnte. Auch viel Gegenverkehr, da es eine beliebte Runde für Tagesausflügler ist, machten es ein wenig schwierig und stellenweise wieder Treideln und Ziehen. Tipp für Faltboote: Dieser Abschnitt konnte umfahren werden. Doch der Abschnitt ist so schön, dass die Unannehmlichkeiten zahlen sich aus. Anmerkung: Auf dieser Fahrt war möglich Aufstockung der Vorräte an Campingkiosken gegeben. Die Campingplätze selbst variierten stark in Preis und Qualität, für eine Nacht aber alle erträglich. Auf der Tour sahen wir Seerosenfelder, unter Booten Scharen schwarmen Fische, über uns flog Seeadler. Am Rand tauchte Eisvögel. Pärchen, Schwäne mit Kleinen waren handentfernt von uns. Wir suchten Weg im Rohrich-Labyrinth und am Ende hatten wir Gefühl, ein offenes Meer erreicht zu haben, sobald wir das Müritz sahen.